Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute haben wir ein ganz besonderes Video am Start, denn wir haben als Gast den Melendez hier auf dem Kanal vertreten. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen auch zurück und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, du hast ja etwas geschafft, was vor dir wirklich noch niemand geschafft hatte. Und ich hatte dein Video dazu gesehen gehabt. Das könnt ihr auch sehr gerne unten in der Videobeschreibung mal auschecken, das Ganze. Dann könnt ihr euch davon selbst auch überzeugen. Der Melendez hat nämlich einen Rekord gebrochen, der sehr, sehr nennenswert ist, sag ich mal, was es bisher so noch nie gab, was für Rekorde natürlich üblich ist, ne? Aber er hat den Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt und das mit einer Klasse geschafft, womit man es nicht für möglich gehalten hätte. Und zwar auf dem Server W60 spielst du hier einen Krieger und hast, wie man hier unschwer erkennen kann, Stufe 300 erreicht. Ne? Das Ganze, ja, richtig. Das Ganze hat er erstmal mit seiner Klasse den Kriegerrekord gebrochen. Was aber dazu kommt, ist, es gibt ja auch Rekordlisten mit allen verschiedenen Klassen und da gibt es quasi für jede Klasse einen Rekord und dann gibt es noch die schnellste Stufe 300 mit egal welcher Klasse. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das bisher der Berserker gewesen ist mit, korrigiere mich, was waren das, 14 Tagen, oder? 14 Tage war bisher der All-Time-Rekord mit dem Bersi. Der All-Time-Rekord mit dem Berserker. So, Berserker natürlich sehr bekannt dafür, in den Dungeons extrem reinzuknallen als Dungeon-Push-Klasse. Sehr, sehr bekannt. Und der Melendez hat es jetzt geschafft, innerhalb von 11 Tagen seit W60-Server-Start diesen Rekord zu brechen und das halt nicht mit dem Berserker, sondern mit dem Krieger. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal offiziell hier an der Stelle. Das ist natürlich eine extrem krasse Leistung. Ich zeige hier auch nochmal ganz kurz hier den offiziellen Rekord. Und die erste Frage, die sich mir stellt, bevor ich dir nachher ganz viele andere Fragen stelle, ne? Du hast ja hier dich bewusst für den Krieger entschieden. Was glaubst du, was wäre denn möglich gewesen, wenn du auch eine richtige Dungeon-Push-Klasse genommen hättest, wie den Berserker, und dann so exorbitant reingepilzt hättest, wie jetzt mit dem Krieger? Glaubst du, das hätte einen Unterschied gemacht und du hättest noch schneller voranschreiten können? Definitiv. Also mit dem Bersi wäre ich schätzungsweise am Samstag 300 geworden, denke ich mal. Boah, das ist eine heftige Ansage. Generell, das als Krieger, der ist jetzt nicht die Klasse, die so extrem bekannt ist zu pushen. Und trotzdem, das hier einfach so zu leisten, ist schon extrem krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt so machbar ist. Und der Rekord vorher mit dem Krieger lag bei wie vielen Tagen? Seit 22 Tagen. Seit 22 Tagen. Dann würde mich mal interessieren, hast du dir vorgenommen, einen Rekord zu jagen hier auf dem Server mit dem Krieger? Oder wie waren hier deine Pläne, als du die Klasse gestartet hast hier mit W60? Im Endeffekt war es genau das Gegenteil. Ich hatte mir den Krieger eigentlich ausgesucht, weil ich mir gesagt habe, okay, zu W60, da sind ja die ganzen ganz großen Wale am Start gewesen, die teilweise schon nur für den ersten und zweiten Tag über 100.000 Pilze aufgeladen haben. Und da dachte ich mir, okay, ganz oben werde ich sowieso nicht mitspielen können in der Ehrenhalle, dann nimmst du dir den Krieger, weil der Krieger kommt hinten heraus und dann baust du dir einen stabilen Krieger auf und mein Plan war es, der stärkste Krieger auf dem Server zu werden. War auch mit der Prämisse, hätte einer der ganz großen Wale jetzt auch einen Krieger genommen, dann hätte das nicht funktioniert. Aber so wie ich es mitbekommen hatte, haben die alle den DH genommen oder Hunter oder Bersi. Und dann gab es ja das Fiasko zum Serverstart. Und was dazu geführt hat, dass die ganzen Großen nicht mehr gespielt haben. Und dadurch hat sich ein kleines Vakuum gebildet. Ich habe selber Glück gehabt und hatte dann den Serverstart ganz gut spielen können, auch mit einem VPN, sodass ich halt auch 26 geworden bin, Level 26, der höchste war 28. Dann habe ich einen 200er-Push am Wochenende gemacht und den auch geschafft, was auch schon ganz krass halt war und gar nicht so geplant, das hat aber auch damit zu tun, dann hat man gestreamt und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, das peitscht einen natürlich dann auch nochmal ein bisschen mit an und ja, mit einem 200er-Rekord stand auf einmal der 300er-Krieger-Rekord halt im Raum und dann war ich vom Level immer weiter vorne und irgendwann stand so die Frage, okay, jetzt kannst du nicht nur den 300er Krieger-Rekord brechen, sondern jetzt ist auf einmal auch der All-Time 300er-Rekord halt da, greifbar nah. Naja, und so kam das dann halt.
Ja, echt interessant. Also, so kam das denn halt, ist auch eine gute Aussage, denn es zählen ja mehrere Faktoren da rein. Man muss ja dazu sagen, du bist jetzt noch nicht allzu lange hier in der Shakes and Fidget-Szene. Äh, April. Seit April, ne, hast du aber seitdem her wirklich extrem krasses Wissen angeeignet, das muss man mal einfach so lassen. Und ja, der Handrizzle hatte das auch ganz schön gesagt, das sind halt quasi mehrere Faktoren, die dazu führen, dass du halt eben ja, das geschafft hast, was vor dir noch niemand geschafft hatte, obwohl du erst seit so kurzer Zeit dabei bist. Und zwar einmal ist es halt eben die Knowledge, das Wissen, was man sich aneignet, so, ne? Dann halt eben die Zeit, du hast halt glücklicherweise jetzt zu diesen 11 Tagen ja auch das Kontingent an Zeit gehabt, um halt eben das zu schaffen, was du hier geschafft hast. Ich möchte nicht wissen, wie viel du jetzt in Shakes and Fidget an ja, generell Streaming-Zeit in den 10, 11 Tagen verbracht hast und dann halt auch noch in-game. Ne? Und dann halt eben der dritte große Faktor, der halt hier eben auch, den man ganz klar erwähnen muss, ist halt auch die Geldsache. Ne? Das sind eben, es ist nicht eben nur eins, sondern es sind eben verschiedene Faktoren, die halt eben zu so einem Rekord führen. Und das sieht man auch hier an der Stelle ganz gut. Du hast hier alles ganz öffentlich auch geteilt in dein Profil, dass du hier jetzt in den 11 Tagen bereits 235.202 Pilze ausgegeben hast. Genau, davon sind halt noch die 15.000 übrig, die man oben sieht. Ja, das, was natürlich auch schon noch eine Menge ist, aber natürlich, also es ist extrem krass. Also du hast ja auch wirklich viel mit Aufladen zu tun gehabt dieses Wochenende. Ja. Dann sehe ich hier auch, hast du auch 27.11. Jan down als schnellster Warrior. Das ist ja auch immer so ein erstrebenswerter Rekord. Da warst du aber nicht der schnellste in der ganzen Der war einen Tag vorher, da war der Assassine, der war der im schnellste Alltime. Der hat am 26. Glaube ich, angelegt. Mich würde mal interessieren, wo ist so deine Hauptausgabe von den Pilzen her? Sind es eher so die Dungeons? Ist es das Blättern nach, weiß ich nicht, nach neuen Epics? Ist es das, weiß ich nicht, das Festungsskippen, Edelsteine befördern? Oder was würdest du sagen, wo siehst du dich da? Das kommt so ein bisschen darauf an, von welcher Phase des Spiels wir sprechen. Am ersten Wochenende, also auf dem Weg zu 200, da war es definitiv das Blättern nach neuen Epics und vor allen Dingen halt auch die Steine, ja, weil man sich ja immer wieder ganz schnell ganz viel verbessert halt hat und quasi ja alle 2 Level neue Ausrüstung halt brauchte. Jetzt zum Schluss, auf dem Weg zum 300, da waren es definitiv die Dungeons, weil alleine beim allerletzten Boss, den ich legen musste, um überhaupt 300 zu werden, habe ich 35.000 Versuche gebraucht, also 35.000 Pilze. Nur für einen einzigen Boss. Hast du den noch gespeichert in der Post? Nee, der wurde nicht, das ist leider der einzige Kampf, der nicht gespeichert worden ist. Ja, 35.000 Versuche. Das hat gebraucht von nachts 2 Uhr 5 oder so bis morgens dann 7 Uhr irgendwas, als ich dann 300 geworden bin. Boah. Und auch am Sonntag generell. Jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, damit ich das halt alles erreichen konnte, sprechen wir wirklich davon, dass ich Bosse gelegt habe mit 0, also der letzte Boss war 0,01, ja. Und ich glaube von den 0,01er Bossen, die dann haben so eine Chance, so 1 zu 15, 20, 30.000, habe ich glaube ich 5 oder 6 legen müssen am Wochenende. Und da gehen dann halt die Pilze drauf. Das ist krass. Das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand für einen einzigen Dungeon-Gegner 35.000 Pilze da aufopfert. Das ist halt, jetzt bist du bei 299. Und das ist der letzte, der dir gefehlt hat, bestimmt zum 300er-Rekord. Genau, richtig. Und dann siehst du halt, ja, der Assassine hat 299, der Bersi hat 298 und du weißt, okay, du hast jetzt quasi nur Chance, bis die halt aufstehen und weitermachen und dann versuchst du es halt einfach. Ja, dann sagst du dir halt, ja, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du halt, also den Kriegerrekord hatte ich ja safe, das wusste ich ja spätestens am Wochenende, dass den Kriegerrekord mir keiner mehr nehmen konnte, aber der All-Time-Rekord, weil, ja, typisch Andy hat bei mir im Chat da etwas gesagt, was halt so ein bisschen hängen geblieben ist, und zwar, er hat gesagt, du, pass auf, wenn nicht jetzt, dann, weil man muss auch ganz klar noch eine Sache dazu sagen, dieser Rekord ist ja nur zustande gekommen, weil Punkt A, wir die Serverfehler hatten und dann hatten wir 2 Tage lang nochmal Gold- und Seelen-Event
Und das hat nochmal richtig gepusht, Gold für die Stats, Seelen, damit ich auf Gladiator 10 gekommen bin. Und dann haben wir natürlich Black Friday gehabt. Ja. Und dieser Rekord ist nur zustande gekommen also bei EU1 wird man das nicht schaffen. Wenn nicht wieder ein Black Friday halt ist mit den schwarzen Edelsteinen so früh, dann schafft man das halt gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, das ist halt wirklich, waren die Gesamtumstände. Und da hat Andi halt gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja? Okay. Und dann waren halt die kompletten Umstände damit, dass ich dann halt auch irgendwann gesehen habe, oh, ich bin jetzt hier 10 Level vorm Bersi und so. Und die haben natürlich am Sonntagabend alle gepusht und kamen auch ran. Ja? Und hier auch der Assassine mit 2,99. Aber die haben dann halt die 0,01er oder 0,02er Bosse halt nicht gelegt und haben gesagt, nee, das ist es mir halt nicht wert und da stecke ich jetzt keine 1.000 Euro rein. Ja. Und ich habe halt gesagt, ich mache es halt. Ja? Und es kostet natürlich auch Zeit, weil 35.000 Versuche, das dauert halt einfach mal 4 Stunden, ja, bis man die durch hat. Und dann hatte ich Glück und 5 Minuten nach mir ist dann der Bersi 300 geworden. Ach krass, Also so knapp war es gewesen, ja, ja? 5 Minuten. Boah, das ist heftig, Alter. Ja, wenn man da bestimmt live mit dabei gewesen ist, das war bestimmt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, live mit dabei, also lustigerweise habe ich nachts um irgendwie 12:30 den Stream abgebrochen, weil ich so genervt war und meine schlechte Laune nicht am Stream auslassen wollte. Ah, okay. Also hast du den privat für dich geholt denn, ja? Ich hab's dann off-stream weitergemacht, die ganze Nacht über durch und hab dann halt mit ein paar Leuten so geschattet. Also wenn du halt 3 0,1 Bosse legen musst am Tag und dann gibt es ja so eine Statistik, also wenn es dann heißt, so 1 zu 10.000 ist die Chance und dann bist du beim Versuch 20.000, dann fängst du irgendwann an, nur noch zu fluchen und zu sagen, ey, diese Scheiße und das sind doch 1 zu 10.000, ich wäre jetzt schon 2-mal dran gewesen, was totaler Quatsch ist, weil das ist wie ein ja, kannst auch 10-mal. Ja. Genau, die kann auch 5-mal auf der gleichen Seite, 10-mal auf der gleichen Seite sein. Und dann bin ich halt irgendwann off-stream gegangen, weil, wie du auch schon gesagt hast, ich habe halt sehr viel Zeit verbracht. Ich habe zum Beispiel, also ich habe am Wochenende 14, 15 und 16 Stunden gestreamt. Also bin dann wirklich nur zum Schlafen off-stream gegangen. Und dann willst du halt deine schlechte Laune auch nicht am Chat halt auslassen. Oder wenn du dann halt so genervt bist. Und ja, gehört halt alles mit dazu. Ja. Hast du noch irgendwelche Kämpfe in der Post, die ich zeigen kann? Nee, ich habe keine Kämpfe mehr. Ich habe die rausgenommen, alle schon. Okay. Die hat man im Stream angeguckt. Und also man würde sie halt noch im Stream jetzt sehen können, weil ich ja meine Videos halt hochlade auf Twitch. Da sind die jetzt noch die nächsten 14 Tage ja zu sehen für die Leute, die es interessiert. Ja, also würdest du sagen, wenn es so, also diese Missstände, die zum W60-Server-Start aufgetreten sind, die ja im Nachhinein für dich sogar relativ vorteilhaft waren, weil die Events ja eben verlängert worden sind, das in Kombination dann halt eben auch mit dem Black Friday-Event, also wenn das halt eben nicht gewesen wäre, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, ey, das wäre hier an der Stelle wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Nee, ne? Richtig, genau. Wenn es am Ende nämlich schon mit diesen Events darauf hinausläuft, dass du 0,01 Dungeon-Gegner klopfst, dann würdest du das ja, wären die ja vorher wahrscheinlich fast unmöglich gewesen, ne? Ich bin jetzt auch, das muss man auch sagen, also dieser Charakter, der war wirklich bis ins kleinste Detail optimiert. Man konnte nichts mehr an dem Charakter in irgendeiner Weise noch verbessern. Ich habe wirklich die ganzen Begleiter hatten optimales Equip. Es hat auch alles, ich musste nachts aufstehen, die gesamte Woche über für den Arena-Manager. Weil ich bin auch nur 300 geworden, weil ich den Arena-Manager halt gehabt habe. Ich hatte die sofort die 1%-Rune beim ersten Wochenende. Ich hatte jetzt die 2%-Rune am zweiten Wochenende, was halt nur dadurch geführt hat, dass ich wirklich nachts mir den Wecker gestellt habe. Ich habe jeden Arena-Manager so gespielt, dass du optimal den halt rausholen kannst. Das heißt, ich habe die Skips halt mitgenommen, die 7-Tage-Skips, damit ich halt die Werte erreichen kann. Und das ist halt auch das, was du halt sagst oder gesagt hast anfänglich. Ja, Geld braucht man auch dafür, aber man muss auch wissen, was man mit dem Geld halt macht. Weil wenn ich jetzt jemanden jetzt einfach nur 300.000 Pilze in die Hand drücke und sage, komm, mach das mal nach, wird das halt nicht funktionieren. Weil du wirklich ganz viel beachten musst. Ich habe Bosse nur geschafft zum Beispiel, weil ich dann Intelligenz geskillt habe. Ja? Weil ich dann einfach gesehen habe, ich habe ganz viel natürlich auch mit einem Dungeon Manager rumgespielt. Und habe dann einfach mal, ich bin an einem Punkt nicht weitergekommen
Und dann habe ich aber gesehen, okay, wenn ich jetzt 500 mehr Intelligenz habe, dann habe ich auf einmal 0,02%ige Chance. Und dann bin ich halt in Intelligenz gegangen und habe dann nach 3000 Tries halt den gelegt und hatte danach dann aber wieder welche, die ich neu legen konnte und so weiter und so weiter. Also ich habe mich wirklich alle zwei Level komplett neu equipped. Ja, dafür brauchst du auch das Geld dann, neben dem Boss, und alle 2 Level neu equipped. Ich habe alle 4 Level neue Steine geholt. Auch das. Ich musste die Mine ausbauen, dann auf die 11. Ich brauchte einen Festungspartner, um überhaupt genug Matt zu haben. Auch das braucht man halt. Hätte ich jetzt keinen Festungspartner gehabt, hätte ich gar nicht genug Mats gehabt, um die Edelstein-Stufe 11 mir die zu holen, weil es exorbitant teurer ist als Edelstein-Stufe 10. Ja. Und das sind halt wirklich so die Punkte. Du musst wissen, wie hoch ist eigentlich deine Spanne von der Waffe. Also was kannst du maximal erreichen? Und ich habe dann wirklich 3000 Mal neu geblättert, weil ich eine neue Waffe gebraucht habe, weil die neue Waffe wieder 0,01 sich verbessert halt haben. Und ich habe wirklich also ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Chance hatte von 0,1 aufwärts, also in den letzten Tagen. Das war wirklich alles unter 0,1. Und dann gehört auch Glück mit hinzu, muss man auch sagen. Also Jan zum Beispiel, ja, Jan hatte auch 0,01. Ich habe auf 1 Million Versuchen im Dungeon-Tool simuliert und auf 1 Million Versuche 100 Mal hat er gelegen. Das heißt, eine Chance von 100 zu 1 Million gehabt und er lag in unter 3000 Versuchen. Das war dann super, super Luck, ja, super. Und dann hatte ich halt aber, wie gesagt, auch mal Pech wie der letzte Boss, wo ich halt 35.000 Versuche gebraucht habe. Ja. Bei der gleichen Wahrscheinlichkeit. Er hatte genau die gleiche Wahrscheinlichkeit wie Jan, war auch ein Krieger, der letzte Boss. Da hat es halt 35.000 Versuche gebraucht und bei Jan ging es halt mal bei 3.000 und so gleicht sich das halt auch immer wieder aus. Ja. Also wenn du mir das alles so erzählst, das klingt für mich absolut verrückt. Also ich hatte ja auch schon den ein oder anderen Serverstart und so, ne, aber das ist ja wirklich jenseits wirklich von Gut und Böse und gab es, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht in diesen Ausmaße so. Anders geht's mit dem Krieger nicht. Ja, gut, ja, die ist halt eben nicht die Klasse, die halt eben zum Pushen so geeignet ist, aber man sieht halt eben, wenn halt auch eben das Wissen und auch das Geld da ist und halt eben auch die Zeit, dann kann man halt eben mit jeder Klasse alles schaffen, so. Das ist halt eben Shakes and Fidget so, ne? Man muss dazu aber halt auch eben sagen, ne, du als auch ich, wir sind ja halt auch eben gesponsert durch Player Games, aber das, was du hier reingesteckt hast, sind wahrscheinlich zu 99% halt wirklich auch deine Pilze, das muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt nichts irgendwie, dass wir nochmal eine Unterstützung oder dass du eine Unterstützung da irgendwie von seitens Player bekommst. Das ist halt eben alles reguliert. Ihr seht, wie weit ich gekommen bin, ihr seht, wie weit Melendez gekommen ist. Das sind halt eben Unterschiede wie Tag und Nacht und das ist halt eben immer die Sache, wie viel steckt man dann halt eben noch so an eigenem Geld rein, was ist es einem das wert. Das sind halt immer unterschiedliche Grenzen, die man sich selbst setzt. Wer das Video gesehen hatte mit Melendez, Derafin und mir zum Thema Sucht hier in Shakes and Fidget, da sind wir auch auf das Thema halt eben mit den Grenzen und so eingegangen. Würdest du sagen, du bist über deine Grenzen hinausgegangen hier bei W60? Nein, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe von Anfang an immer kommuniziert, wo meine Grenzen halt sind und habe die auch immer eingehalten. Also ich hatte ganz klar gesagt, okay, am ersten Wochenende 2000, dann in der Woche habe ich halt nochmal aufgeladen gehabt und zum Start vom zweiten Wochenende habe ich halt auch klar gesagt, okay, ich lade hier maximal noch so und so viel halt auf und habe das dann auch wirklich komplett so eingehalten und habe auch, und das wäre jetzt auch so gewesen, ich habe jetzt noch die 15.000 drauf gehabt, hätte ich den nicht gelegt. Also wäre es irgendwann 8 Uhr oder 9 Uhr gewesen und die 15.000 wären alle gewesen. Dann wäre das so gewesen. Dann wäre ich 299 gewesen und wäre dann 1 oder 2 Tage später ganz normal über die Quest 300 geworden, hätte mir den Kriegerrekord noch mitgenommen, hätte aber den All-Time-Rekord nicht gehabt. Ah, okay. Das ist halt ganz wichtig. Man muss halt einfach für sich halt, ich wusste im Vorfeld, okay, ich werde zwischen 5.000 bis 6.000 Euro zur Verfügung halt haben. Ja, und für diesen Spaß, den ich mir quasi jetzt damit denn gemacht habe. Das ist jetzt auch der Betrag, den du hier reingesteckt hast in den Account. Genau, bei mir, also generell bei allen meinen Accounts schreibe ich immer die Mushrooms rein, die ich selber kaufe. Und auch in diesem Account stecken fast gar keine Pilze,
gesponserte Pilze. Einfach aus dem Grund, weil man bekommt ja jeden Tag ausgezahlt und das ist ja vom System her. Aber wenn man eine gewisse Grenze halt überschreitet, dann kriegst du nichts vom System, damit die Content Creator sich quasi diese Pilze gar nicht ansparen können. Ja. Und ich lag vom ersten Tag an schon über diese Grenze, weil die Grenze relativ niedrig ist. Und dadurch stecken in dem Account noch gar keine gesponserten Pilze raus. Also würdest du sagen, insgesamt das mit dem 300er-Rekord plus halt eben auch noch was am Wochenende ja gewesen ist mit der 33%-Aktion, dass dich das halt auch nicht irgendwo verleiten würde, da noch mehr reinzustecken, weil 33%, das ist ja auch das, was dir jetzt auch so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Ich denke mal, du hast zum Black Friday-Wochenende auch viel aufgeladen, ne? Wahrscheinlich das meiste, oder? Natürlich, ich habe einmal also ich glaube, zu den 200er-Rekord habe ich mit 2.000 Euro gemacht. Und dann habe ich nochmal 3.000 oder 4.000 reingesteckt im Black Friday. Und das war dann halt auch mein Limit. Ja, das ist krass. Ja, also ich hatte, wie gesagt, und da wäre ich halt auch wirklich nicht rübergegangen. Also hätte das jetzt nicht geklappt, ja, dann wäre ich halt ins Bett gegangen, zähneknirschend, irgendwann um 9 und dann hätte ich mich natürlich die Platze geärgert, dass ich 2.000 Euro quasi für nichts ausgebe. Aber der 300er-Rekord, für den All-Time-Rekord hätte mich dann 2.000 gekostet. Ja. Aber das wäre dann halt so gewesen. Wer spielt, muss halt auch verlieren können. Das stimmt, ja. Ist gut gesagt. Was würdest du sagen, wie doll hat der Elevator noch mit da in die Karten gespielt? Natürlich, der Elevator für die Mats, für die Ausbauten, für die Steine sich andauernd zu holen. Also das war die Kombination Elevator plus Black Friday. Hat den größten Teil ausgemacht. Dann einen ganz kleinen, also dieses, was ich quasi vom ersten Tag verloren habe, weil ich da ja nur 25 geworden bin, gewollt, war eigentlich, dass ich über 30 komme. Haben die 2 Tage im Gold und Seelen mehr als wettgemacht. Also ich sag mal, die Leute, die am ersten Tag aufgehört haben, weil sie gesagt haben, ja, Serverstart und so verkackt. Klar, kann ich verstehen, aber den hätte man locker wieder reingeholt. Ja, den hätte man aber das war ja erst der 4. Tag oder so, als die dann gesagt haben, ja, okay, da gibt's halt einen Ausgleich für. Ich glaube, die haben das die haben es am Dienstag, glaube ich, gesagt und am Mittwoch und Donnerstag kamen dann die beiden Tage das Event. Und dann haben natürlich die Leute schon längst aufgehört weil viele haben ja gleich am Freitag aufgehört. Und das war halt so dieses Gesamtzusammenspiel, was dann dazu geführt hat, dass es halt keinen ganz großen Wahl gegeben hat, der jetzt schon gleich von Anfang an weiß ich nicht, also da waren Summen halt im Raum von weit über 10.000, 20.000 Euro für die ersten 2 Wochen, die ganz großen Wale bezahlen wollte, weil das sollte eigentlich der Server werden, wo alle Rekorde gebrochen werden, gerade auch wegen dem Black Friday und Elevator. Und die ganz großen Wale, denke ich mal, haben sich dann auch zurückgezogen, weil EU1 angekündigt worden ist und die spielen jetzt alle auf EU1. Und die haben relativ schnell am Freitag gesagt, oh nee, oder Samstag, denn ich ziehe mich halt zurück, ich mache das nicht, ich starte auf EU1. Und das hat halt dazu geführt, dass dann quasi, der Weg für den Krieger halt so ein bisschen halt frei war. Ja, krass. Also werden da wahrscheinlich noch härtere Pilze als du da am Start sein auf EU1. Ja, wobei du das mit den Pilzen jetzt aber nicht mehr schaffst. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn ein Legendary Dungeon zum Serverstart rauskommen würde. Ja. Da hat Playa aber schon gesagt, das gab es schon einmal. Da waren, glaube ich, auch ein paar Rekorde von her. Und das gibt es halt kein zweites Mal, haben sie gesagt. Ja, das ist mir auch noch so in Erinnerung, dass das nicht nochmal vorkommen soll. Das wollte ich gerade dazu sagen. Auch wenn noch härtere Pilze am Start sind, die noch mehr bereit sind, da in das Game zu investieren, irgendwann bist du halt auch trotz deiner Pilzausgaben am Limit, weil halt eben diese Konstellation nicht mehr wieder so gegeben ist wie hier zum W60-Server-Start. Und da halt auch dementsprechend die Rekorde nicht mehr so gebrochen werden können. Wenn du schon mit Zahlen von 0,01% bei einem Dungeon hantiert hast, dann irgendwann ist halt auch das Limit. Das, was dich am Anfang halt wirklich ausbremst und was du halt nicht kompensieren kannst, auch nicht durch den Einkauf von Stats, das sind die Portale und die Pets. Weil die Pets, die kommen halt ja zu gewissen Tagen und wenn du die halt nicht hast, ja, dann fehlt dir jedes Mal 1%. Und das macht halt so viel aus, dass du die Pets dann bekommst. Das war dann halt auch der Sprung von dem Sonntag auf den Montag, warum auch der Rekord zum Beispiel am Sonntag nicht mehr zu brechen war, weil am Sonntag haben mir einfach 2 Pets gefehlt und insgesamt 5 Portale.
Ja, wir haben dreimal noch Gildenportal gelegt, 4 Portale, dreimal Gildenportal gelegt und einmal mein persönliches. Ich hatte auch das Glück, dass ich wirklich jedes Mal mein Dämonenportal im First Try gelegt habe. Mhm. Ja, Okay. ansonsten, wie gesagt, und das fehlt dir. Und das kannst du halt nicht kompensieren. Und deshalb gibt es einfach eine Barriere, die du nicht überschreiten kannst, es sei denn wirklich, du gehst jetzt halt hin und sagst, ich stecke 1 Million ins Spiel, weil die Skillkosten, also die Skillpunkte haben ja mich 1 Million gekostet. Und ich kriege und habe dann zu dem Level so 150.000 pro Greifendrache bekommen. Siehst Mhm. ja, wie lange der Greifendrachen schon läuft, 4.980 Tage. Ja. Also ich habe schon tausende Male da quasi raufgedrückt und mir das halt geholt, ja, wenn Geld gefehlt hat. Aber das lohnt sich halt nicht mehr für Skillpunkte. Wenn du dann irgendwann für 10 Skillpunkte 200 € zahlen sollst, und du brauchst dann aber 1000 Skillpunkte, ja, dann musst du bereit sein und sagen, okay, ich gebe jetzt hier 100.000 € aus. Ja, dann kannst du es vielleicht irgendwie kompensieren oder 500.000 € für 2 Wochen. Aber wenn du das nicht machst, wenn wir jetzt wirklich noch in einem überschaubaren Rahmen bleiben, dann ist dieser Rekord so beim normalen Serverstart nicht mehr einholbar. Ja. Also wie gesagt, und das ist ja auch der Grund, oder das, was Andi ja auch gesagt hat, mit dem, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, weil das kommt halt frühestens in einem Jahr wieder. Also, ja, dann müsste wieder der Serverstart halt auf dem Black Friday liegen, dann müsste der Elevator kommen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ja, Es müsste alles passen so. ja. Ja. Ey, krass, Mann. Also sehr interessant auf jeden Fall mal deine Gedankengänge dazu mal ja, Revue passieren zu lassen hier und ja, deine Meinung zu hören, wie der Serverstart so verlaufen ist. Und das Lustige ist ja, dass dieses vermeintlich schlechte Performance-mäßige ja sich dann doch irgendwie noch zum Guten beziehungsweise sogar zum Positiven gewendet hat für dich und dein Vorhaben hier auf dem Server. Und das ist auch interessant, dass du es eigentlich gar nicht so vorgehabt hast, irgendwie diese Rekorde zu jagen, es doch aber irgendwie geschafft hast. Und dann vor allen Dingen halt eben mit dem Krieger, mit erstmal einer von den 3 Standardklassen, sowieso sehr sympathisch auf die Oldschool-Klassen zurückzugreifen, meiner Meinung nach. Und dann halt eben auch noch mit der, die schlechtesten Voraussetzungen überhaupt hat, für so einen Rekord ja, einzustellen. Deswegen Respekt und Glückwünsche nochmal an dich an der Stelle. Und ja, wenn du möchtest, kannst du sehr gerne nochmal zum Abschluss sagen, nochmal abschließende Worte finden. Ansonsten würde ich sagen, war es das soweit von mir. Bei mir wird hier gehämmert und gebohrt jetzt schon wieder. Deswegen glaube ich, das ist ein ganz guter Abschluss gerade. Und Ja, also ich würde halt einfach nochmal ganz ein fettes Dankeschön raushauen an die ganzen Leute, die mich da begleitet haben über Twitch. Die Zeit, muss ich auch fairerweise dazu sagen, habe da All-Time-Rekorde für mich persönlich auf Twitch gebrochen, hatte ständig über 100 Zuschauer. Und ich glaube, ohne die wäre das so an der einen oder anderen Stelle gar nicht möglich gewesen, weil wirklich jeder noch versucht hat und mit überlegt hat, wo kann man jetzt noch irgendwie 5 Stat-Punkte mehr rausholen, die einen angepusht haben, wenn 10.000 Tries schon der Boss nicht gelegt hat und dann irgendwie einen Chicken Dance reingeschmissen hat, damit die Stimmung wieder aufgehellt wird und so weiter. Also es war wirklich der 11. Mann wie beim Fußball, ja, oder der 12. Mann wie beim Fußball. Und das glaube ich, hat nochmal ganz großen Beitrag dazu gelegt, dass ich das überhaupt wirklich gemacht habe. Und deshalb ein fettes Danke da von meiner Seite aus. ja, sehr schön, krass. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank, Melendez, dass du hier bei mir auch am Start gewesen bist und deine Erfahrungen mit der Community hier geteilt hast. Und ich hoffe, das Ganze hat euch auch gefallen und ihr konntet da so einen kleinen Einblick mal erhaschen, wie so der schnellste Krieger, die schnellste Klasse überhaupt dahin gekommen ist, wie sie es geschafft hat, überhaupt diese Rekorde einzustellen. Das halt eben als Krieger. Ich muss sagen, ich habe leider die Streams so gut wie gar nicht verfolgt. Ich hatte dann gestern dein Video gesehen und habe mich dann dementsprechend bei dir gemeldet, weil ich das unbedingt auch nochmal direkt von dir hören wollte, wie deine Erfahrungen da sind über die 11 Tage jetzt. Und ja, Dankeschön an der Stelle, dass du hier als Gast gewesen bist. Für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. An der Stelle, Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.